So, ihr Lieben, herzlich willkommen zum letzten Teil von diesem wunderschönen Hai, den wir hier machen. Und wir fangen direkt schon an, wie ihr seht. Im letzten Teil haben wir ja mit dem Grau ein bisschen vorgelegt. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Material, ist da ein bisschen verloren gegangen. Da habe ich den jetzt eben, so wie er jetzt schon hier ist, einmal mit diesem Grau komplett vorgelegt und dann eben jetzt angefangen mit dem Weiß, dem Ganzen jetzt schon mal wieder auch untenrum so ein bisschen Form zu geben, und das fangen wir jetzt an. Ich muss mich natürlich jetzt erstmal für den Opa entschuldigen. Hey, die Sonne. Normalerweise mache ich immer die Jalousie runter. Ich habe ja oben den fetten Strahler, der macht dann genug Licht etc. An dem Tag war es so ganz bewölkt die ganze Zeit und ich habe mir gedacht, so komm, what the fuck, lasse ich heute offen, dann habe ich noch mehr normales Sonnenlicht, das ist doch auch cool. Und während der Aufnahme kommt die Sonne des Jahrtausends raus und brät mich da fast weg. Und ich mir dachte so, what the fuck, Alter, was ist das denn? Ey, was geht ab, ey? Also Entschuldigung für diese schöne Helligkeit da drinnen. Ja, war also richtig abgefahren, habe ich echt lachen müssen. Jetzt, wo ich es gerade vorhin gesehen habe, habe ich gedacht so, wow, ist das viel, du, hey, leck mich am Arsch. Naja, aber so ist das halt. Und wie gesagt, Erkältung schreitet stark voran. Mittlerweile hat es mich hier schon richtig weggebügelt, ey. Aber hält mich natürlich jetzt nicht auf, hier mal noch die Aufnahme zu machen. Aber wenn ich hier und da mal hüstle und noch nicht ganz so fresh klinge, dann verzeiht mir das natürlich. Und würde ich sagen, gucken wir mal auf das Video, was wir da gerade Schönes machen. Und zwar haben wir jetzt hier wieder die Evo Silverline mit einem schönen Weiß. Hier natürlich das Weiß unverdünnt, weil wir natürlich hier gleich mal eine schöne Deckkraft haben wollen. Um natürlich auch die harte Kante von dem Blau wegzubekommen und generell das Ganze einmal vorzulegen. Dafür nehmen wir natürlich dann das nicht verdünnte Weiß, weil wir einfach eben eine schöne Deckkraft haben wollen. Und das geht dann mit der Schminke dann auch, wenn man halt ganz hat, die nicht ganz so feine Düsen haben, dann ist es eigentlich viel besser. Da wird sich jetzt wahrscheinlich auch eine 0,4 oder eine 0,35er Düse und Nadel besser eignen für solche Geschichten. Deswegen finde ich solche Pistolen generell eigentlich gar nicht schlecht, wenn man auch welche hat, die jetzt nicht nur die ganze Zeit 0,15, 0,15 oder 0,18. Die Guns sind zwar schön und nicht schlecht, aber mehr mit gröberem Pigmenten etc. oder mit größeren Flächen, da macht sie euch das Leben schwer mit solchen feinen Guns, weil die halt einfach euch schneller verstopfen und dazu neigen, euch auf den Sack zu gehen. Deswegen nehmt da ruhig eine mit ein bisschen größeren Düsen. Wenn ihr denn mehrere habt, ich habe mittlerweile so viele jetzt, habe ich auf jeden Fall eine Silverline auf die 04 rumgebastelt. Und die nehme ich auch wirklich, jetzt hier, kommt schon wieder alles hoch. Die nehme ich jetzt tatsächlich auch mal schön für die großen Sachen, weil das sich einfach so anbietet und eigentlich viel besser ist. Und macht auch gleich viel mehr Spaß wieder, wenn es einfach flutscht und läuft. So, und jetzt legen wir natürlich wie oben das Grau auch mit dem Weiß so vor, dass wir natürlich unser ganzen Vorgezeichnet und so nicht wieder an acta legen, indem wir das Ganze irgendwie übercovern, sondern wir gucken halt, wir brushen halt hier und da ein bisschen stärker, können damit auch ein stärkeres Weiß setzen und machen uns dann gleich wieder so eine kleine Anhaltspunkt, so eine kleine Linie, und dann geht das nicht so schnell verloren. Aber ja, ist ein bisschen tricky hier das Ganze, um das jetzt erstmal einmal hinzubekommen. Aber zum Profi wie ich kriege das noch irgendwie hin. Und dann läuft das auch. Aber wie gesagt, hier die ganzen am Mund, die ganzen Bewegungen, die der Hai hat, die Falten und so, das muss man halt alles einfach im Hinterkopf haben, damit das auch einfach schön realistisch aussieht und auch plastisch aussieht. Wie ich immer so schön gerne sage. Und genau. Ich sag's euch, du, hey, die jetzt hier alle in der Bude wieder krank. Jetzt fängt der ganze kleine Stöpsel auch wieder an. Das ist richtig ärgerlich mit seinen 7 Monaten. Der ist nur noch am Flennen dann, wenn der Schmerzen hat. Und ist das so ärgerlich. Dann verträgt er die blöden Zäpfchen nicht, ey. Dann, ist hier wieder so der 7. Kreis der Hölle, ey. Und wenn dann nicht der eine schreit, dann schreit der andere, und dann meine Frau ist am Kränkeln, ich hänge da an der Ecke, du. Da kannst du manchmal echt durchdrehen.
Oh, es ist so, oh, ich bin heute aus dem Arsch, ehrlich gesagt, so wenig geschlafen. Ne? Selber die ganze Zeit Kopfschmerzen, halt die ganze Nacht wach wieder. Kleine hustet mich ständig an und werde ich wach. Und oh, ist das übel, ey, ich sag's euch. Ah gut, jetzt mal hier weg von dem Rumgeflenne. Männergrippe. Genau, Männergrippe. Ja, und ich muss ja noch mal kurz einhaken, ey. Also bei mir haut es jetzt wieder so richtig extrem bronchial rein. Und willst du mal kurz zum Arzt oder die Antibiotika geben? Nein, ich muss das unbedingt abhören. Das kann ich nicht so machen. Ja, heißt für mich natürlich wieder, was heißt das natürlich wieder? Scheiß PCR-Test machen, heißt wieder warten, heißt noch länger warten, heißt, ich bin kein Freund von Antibiotika, aber in dem Fall weiß ich, dass es halt einfach kaum anders funktioniert. Aber ich unterdrücke hier die ganze Zeit meinen Hustenreiz, du. Es ist so nervig mit dem ganzen Scheiß Corona-Scheißdreck. Da kriege ich echt die Krätze gerade zur Zeit, ohne Witz. Aber mei, so ist Leben. Normal kann ja jeder, gell? Ach ja, ich fand es nur wieder so geil, wenn die mir das Stäbchen reingesteckt hat. Ich fast wieder kotzen müssen. Also die schiebt mir das Ding rein bis zur Prostata gefühlt, ey. Das ist ja nicht mehr normal, du, ey. Und dann voll in die Nase bis ins Kleinhirn, du. Also da frage ich mich manchmal auch, ob die noch alle den Latten am Zaun haben, ey. Hey, leck mich am Arsch. So, jetzt habe ich einmal, wie ihr hier schön sehen könnt, einmal die Flosse vorgelegt. Einmal so die Kanten, wo die Kiemen sind und natürlich oben die Kante, wo eben diese Hautverfärbung ist vom Hai. Einmal schön nahe gelegt. Und wenn ich jetzt mit dem etwas breiteren, entfernteren Weiß hier das Ganze vornehme, dann ist die weiße Kante, weil ich ja natürlich viel dichter dran bin, viel prägnanter. Und dann habe ich eben so eine schöne wieder eine Linie, an der ich mich orientieren kann, damit eben die Details und die Sachen, die ich natürlich vorhin gemalt habe, nicht einfach verschwinden. Und dann passt das auch wieder hier. Muss ich hier gerade einmal nur mein PC muten, weil hier dauernd die ganzen Sachen von Discord reinkommen. Sonst hört ihr hier die ganze Zeit den Sound. Ich glaube, der Markus Koch ist ja schon wieder fleißig am Schreiben. Also guter Mann, richtig fleißig. Und ey, ich glaube, wie heißt sie denn? Die Elke. Also ich weiß schon, dass du Elke heißt, dass die Elke heißt, aber ich frage mich, weil ich wusste jetzt gerade nicht mehr auf Anhieb, wie sie im Discord heißt. Irgendwas mit Olga-artig oder irgendwie so. Lass mal schnell gucken hier. Olga, genau, Olga-artig. Die hat jetzt zum Beispiel, die ist völlige Anfängerin, ist noch gar nicht lange dabei, hat aber schon im Discord unter Daves Challenge, hat sie schon die Aphrodite gemacht, also auch viel die anderen Sachen. Und die müsst ihr euch mal angucken. Die Aphrodite sieht so geil aus, das hat sie so super gemacht. Also Chapeau, Elke, das hast du wirklich geil umgesetzt. Also war ich richtig baff, wie das gut schon funktioniert. Und der Chaos-Nips der Liebe, der hat das Ding natürlich rausgebrettert. Oh, da sind so Pfeile. So, also heute so geile, feine Linien. Das ist wirklich der Hammer. Das ist richtig der Shit. Sogar grüne Augenbrauen. Keine Ahnung, was dich da geritten hat. Das kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber es sieht auch mega geil aus. Also wenn euch die Sachen interessieren, was die Jungs und Mädels hier aus der Community alles so treiben, schaut gerne auf den Discord-Server. Das ist wirklich, wirklich witzig. Und macht mir auch mal wieder eine Freude, wenn ich da jeden Tag reingucken kann und es hier einfach abgeht wie die Luzi. So. Und ja, jetzt sind wir hier erstmal noch schön weiter am Ausmalen. Ist ja hier jetzt nicht ganz so interessant, aber muss man sich natürlich Step by Step ranwagen, wenn man hier natürlich jetzt einfach Vollgas gibt, wie so ein Vollspasti und dann einfach hier rauf rotzt, dann hat man natürlich nachher schöne Flecken überall. Deswegen ist das nicht sinnvoll und muss man sich schon ein bisschen rantasten. Ihr seht auch, das Weiß ist ja natürlich nicht gleich deckend so, sondern das ist natürlich bei dem Blau natürlich erstmal nicht ganz so stark. Das ist jetzt aber unser Vorteil. Jetzt können wir eben schon mal die Lichtpunkte setzen und eben schon mal den Teil ein bisschen aussparen, wo schon der Schatten hinkommt. Und dann haben wir da gleich schon mal wieder einen Anhaltspunkt, an dem wir arbeiten können. Und das ist doch gut, weil so kommen wir dann nämlich Step by Step schön durch. Und dann geht das. Apropos Step by Step, ich freue mich schon so mega, wenn der Hai hier in dem Magazin reinkommt.
Der schön beim Step-by-Step-Magazin hier, Roger Hassler. Wenn das Ding da drinnen ist, freue ich mich schon richtig, richtig drauf. Eine richtig coole Sache. Ich war jetzt erstmal schön noch im Airbrush Magazine drin, sogar zweimal, weil ja die Säckler haben irgendwas verballert. Die haben angefragt, ob die mein Marilyn Monroe Bild haben können. Die haben mich gefragt. Normalerweise fragen die ja immer, geben die ja immer so einen Aufruf und sagen, hey, ihr könnt euch bewerben, schickt uns die Bilder mit euren Namen etc. und dann nehmen wir das Bild. Und hat tatsächlich mich der Typ von dem Magazine angeschrieben, so, er findet es so geil, er möchte es gerne benutzen. Da habe ich gesagt, ja klar, nimm's ruhig. Und bei diesem Aufruf habe ich aber tatsächlich noch meinen Skull eingereicht. Das habe ich aber tatsächlich schon wieder mega vergessen gehabt. Und dann bin ich im Magazine drin, denke mir, ja cool, dann bin ich mit der Marilyn natürlich drin, was denn wie soll es denn auch anders sein? Und dann schaue ich da rein in dem Heft und dann sehe ich, dass die einmal den Skull genommen haben und einmal mein Wandbild. Das Wandbild, das habe ich ehrlich gesagt nie eingereicht, deswegen bin ich da ein bisschen verdutzt. Und da bin ich auch nicht unter David Kosak drin, sondern unter Dave Kosak aus den USA. Also keine Ahnung, was da völlig aus dem Ruder gelaufen ist, aber da hat der Praktikant bei denen ziemlich die Scheiße verbockt. Und ich musste einfach nur lachen, als mir das dann aufgefallen ist. Aber somit bin ich, glaube ich, der Einzigste bis jetzt, der im Airbrush Magazine mal zweimal drin war. Also richtig lustig, habe ich mich echt bepissen müssen. Also sehr, sehr cool. Wenn ihr das mal sehen wollt, das ist bei mir auf dem Instagram-Account zum Beispiel, habe ich das gepostet. Könnt ihr euch das gerne mal anschauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ja, geht gerade überall ein bisschen ab, freut mich voll. Und wenn da jetzt noch Airbrush for You bei ihrem Newsflyer, beim nächsten Newsletter, die haben ja immer so einen schönen Newsletter, der rausgeht, haben ich glaube über 25.000 Leute. Und da werden dann auch mal vielleicht noch ein paar meiner Videos mit verlinkt. Das ist auch sehr, sehr cool. Das pusht natürlich den Kanal hier nochmal extrem. Ich glaube, das wird nochmal ein spürbarer Boost nachher für das Ganze. Da freue ich mich auch schon mal drauf, wenn das mal umgesetzt wird. Und ja, die Jungs sind gerade dabei, die eben, so wie mir geschrieben hat hier, Airbrush for You eben die Internetseite ein bisschen ummodeln wollen. Finde ich immer ganz cool, wenn man sich da einfach Mühe gibt und die ganzen Sachen immer ein bisschen frisch hält und das Ganze einfach immer am Ball bleibt und einfach auch auf dem Zahn der Zeit, wie man so schön sagt. Und dann einfach immer schön aktuell bleibt, auch vom Design her und so. Bin ich mal gespannt, wie sich das bemerkbar macht oder ob da viel passiert oder nicht. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. So, ihr seht hier, guck mal, die Folie, die hebt auf der Leinwand natürlich nicht so gut. Ihr seht jetzt immer wieder, die löst sich schon relativ stark, aber ich muss sagen, ich glaube, die Maskierfolie, die war bei mir jetzt schon sehr lange im Regal. Und dann kann das schon mal sein, dass die dann nicht mehr so geil funktionieren oder einfach sich ja entweder zu stark ineinander verklebt oder einfach nicht mehr so gut läuft. Aber auf der Leinwand natürlich im Speziellen ist immer ein bisschen kritisch, weil durch die faserige Struktur und durch den Stoff einfach so eine Folie schlecht hält. Aber hier ist jetzt gerade besonders nervig, wie mir da auffällt, weil hat man natürlich den Overspray doch wieder gleich schnell drinnen und deswegen unterstütze ich das Ganze jetzt, indem ich immer wieder ein bisschen mit dem Finger das Ganze hebe. Um das natürlich zu vermeiden, müsste ich die Gun komplett gerade halten auf das Werkstück. Dann habe ich natürlich die Luftverteilung perfekt und hebt die Folie nicht so an. Wenn ich natürlich die Gun so ein bisschen schräg halte, aber das ist halt beim Arbeiten so, dann ist der Strahl natürlich, richtet er sich stärker auf die Folienkante und dann lutscht sie natürlich voll schnell. Kann man natürlich schon ein bisschen drauf achten, dann geht das schon, aber ja, ich habe es dann lieber jetzt mit dem Finger gemacht, weil es dann einfach schneller ging. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie gut das hier noch läuft mit der Gun und den kaputten Düsen. Ob das hier jetzt noch schön wird. Erstmal gleich schön Tip-Dry. Schön Tip-Dry. Ja, erstmal schnell kurz putzen und sauber machen, weil ich schon wieder gesehen habe, die rotzt wieder nur rum. Aber wundert mich jetzt natürlich bei den defekten Düsen nicht. Ja, einmal direkt die Gun gewechselt. Das ist mal schnell gewechselt. Und hier funktioniert das da schon viel, viel besser. Über hier wieder übrigens die Evolution Silverline, die gefällt mir wirklich gut. Es ist ein schönes Arbeitstier, das Gerät. Der Gerät wird nie müde.
Geil. Nee, mit der kann man wirklich schön arbeiten. Die finde ich richtig gut. Also am Anfang braucht man gar nicht so schnell irgendwie so teure Guns, finde ich. Mit so einem günstigeren Gerät. Die kostet ja, glaube ich, 120. Ich glaube, in der 2-in-1-Version, wo also quasi noch eine größere Düse und Nadel mit drin ist, kostet die, glaube ich, 150 oder 160 oder so. Reicht einem vollkommen. Könnt ihr ewig viel mitmachen. Ich habe mit denen so viele geile Bilder gemalt. So lange Jahre über. Und mit der kann man auch wirklich sehr fein arbeiten. Sieht man jetzt hier eigentlich auch ganz schön, wie feine Striche da eigentlich möglich sind, wenn man sich auf das Gerät einlässt und ein bisschen damit spielt. Und das Ding einfach irgendwie sich dran gewöhnt und einfach die Gun beherrscht. Ja, das ist eigentlich schon echt lässig. Genau, und jetzt arbeiten wir nämlich mal so ein bisschen das Maul aus. Bei solchen Sachen, wenn ihr natürlich Anfänger seid oder sowas nicht so gut hinbekommt, dann nehmt ihr bei solchen Parts einfach den Pinsel. Schön die Farbe mit Wasser schön verdünnen, damit es nicht gleich so aufsetzt und dann lieber 1-2 Mal drüber malen mit dem Pinsel, aber das kann dann auch ganz gut funktionieren. Oder ihr nehmt einfach so einen AR-Color-Stift, wenn ihr das dann mit dem Pinsel nicht hinkriegt oder nicht mögt. Setzt natürlich ein bisschen stärker auf, aber funktioniert auch wirklich gut. Da könnt ihr nämlich in die Schminkestifte direkt eure Airbrush-Farbe einfüllen. Dann habt ihr da die gleiche Farbe, die ihr auch für eure Bilder benutzt. Und dann sind die auf jeden Fall immer passend. Und die Stifte mag ich eigentlich sehr. Die benutze ich immer mal wieder ganz gerne hier zum Highlighten oder so. Man muss halt einfach nur aufpassen. Die setzen sehr schnell auf. Kann sehr schnell unorganisch aussehen. Deswegen mit Vorsicht zu genießen. Jetzt müssen wir hier ein Schlückchen Wasser trinken. Jetzt malen wir hier einmal schön die Zähne aus. Aber das mal hier mal wieder richtig schön. Richtig herrlich. Genau, wenn man die Guns oder das Airbrushen ganz gut im Griff hat, dann kann man so schön fein damit arbeiten. Und das sollte eigentlich auch Ziel von jedem sein, das Gerät einfach zu beherrschen. Oder einfach den Anspruch zu haben, damit einfach gut umgehen zu können. Dann habt ihr da echt schönes Arbeiten, könnt echt schöne, tolle Sachen damit machen. Und das ist doch ganz cool. Und ja, mir gefällt der Hai generell sehr gut. Also der Hai im Speziellen meine ich. Das sieht irgendwie so cool aus. Das ist so ein abgefahrenes Tier. Das ist wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, warum ich absolut hier nicht ins Wasser gehe. Also ich bin gerne am Wasser drin und so, solange ich noch genug sehen kann. Aber wenn ich rausschwimme, auch hier schön am Bodensee, und mich berührt so eine Alge am Fuß, dann bin ich schneller draußen, als ihr, weiß Gott, was sagen könnt. Das ist so geil. Ich mich da so ekel vor diesem scheiß Seegras. Ich finde es so widerlich, ey. Letztes Jahr wieder mit dem Stand-Up-Panel unterwegs gewesen. Ziemlich viel. Und mir wird es dann immer so schlecht, wenn ich dann über so riesige Plantagen von so Algen drüber düse und das gammelt da alles so 10 Meter lang rum, so riesen Flecken. Ich glaube, wenn ich da mal echt reinfall, dann bin ich instant Herzinfarkt. Also ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ich nie reinfalle und so gut auf dem Brett bin, weil ich einfach nicht reinfallen will. Das ist so geil. Wie so eine richtige Schisser. Wie ein richtiger Schisser. Geil. Woher das wohl kommt? Ja, mein Vater kann doch nicht mal schwimmen, der geht nie ins Wasser. Ich glaube, ich weiß schon, woher ich es habe. So geil. Da haben wir übrigens gerade den AR-Color-Stift gesehen, wenn ihr sehr fuchsig aufgepasst habt, ihr Lieben. Und nicht euch nebenher noch hier die Fußnägel schneidet. Und den kann man, wenn man den dezent einsetzt, dann passt das schon richtig gut. Und da kann man schon einiges machen, ohne dass das einen hart penetriert. Und jetzt war ich kurz wieder abgelenkt, weil hier bei Discord wieder so viel gemacht wird. Mensch, ihr seid richtig fleißig, Jungs und Mädels. Ja, so, jetzt habe ich natürlich noch mal so ein bisschen die Zunge dann gemacht. Zunge, hat ein Hai überhaupt eine Zunge? Ja, ich glaube schon, ja. Ist ja jetzt bestimmt eine Zunge, oder?
Hai, Zunge. Er hat schon eine Zunge, oder? Ich habe schon mal den Hai gemacht auf dem PC-Gehäuse, aber so eine wirkliche Zunge habe ich da auch nicht gesehen, obwohl ich ja einen gehabt habe mit so einem offenen Mund. Hat ein Hai wirklich eine Zunge? Da bin ich jetzt echt. Ich denke einfach mal, er hat eine. Ich habe keinen Plan, Alter, was geht. Richtig geil. Komm, wir fragen jetzt einmal Google. Jetzt muss ich hier einmal kurz abchecken. Oh, Google. Hat ein Hai eine Zunge? Fragezeichen. Hai haben keine funktionale Zungen. Okay, Haie haben keine Zungen. Bildungsfernseher, habt ihr mal wieder was gelernt? Ha! Wie geil. Aber ich könnte es jetzt auf Anhieb, hätte ich nicht sagen können, ob ein Hai wirklich eine Zunge hat oder nicht. Ich könnte schwören, ich hätte eine gemalt auf dem PC-Gehäuse. Der Hai auf dem PC-Gehäuse war auch geil, aber da habe ich auch auf so einem richtig beschissenen PC-Gehäuse drauf gebrusht. Das sah richtig, das ganze Hai-Thema auf dem PC sah geil aus, aber der Rest war Käse. Also das PC-Gehäuse war das Käse, so ein richtiger Billig-Scheiß. Habe ich mir als wieder was richtig Schönes gegönnt, wo der PC richtig leise ist, alles gedämmt ist und passt das schon. Aber ich musste eigentlich, glaube ich, ein neues holen, weil die ganzen Festplatten und so nicht mehr reingepasst haben in dem Billig-Scheiß-Dinger. War alles so zusammengepresst, ist dauernd der Rechner abgestürzt. Ganze Zeit die ganzen Kabel verknickt waren da. So ein Käse. Jetzt sind wir hier wieder schön nah dran. Wir haben natürlich hier schön einmal vorne das Nasenloch gemacht auf der rechten Seite. Das Nasenloch ist einmal oben so ein bisschen größer und geht dann so, wird untenrum immer kleiner und geht so schön runter. Und dann haben wir vorne eben noch so ein paar Kampf- und Kratzspuren überall. So ein Hai, der recht alt ist, der hat überall solche Spuren. Ich habe, glaube ich, kein Referenzbild gesehen, wo die so gut wie keine Kratzer haben. Ich glaube, da geht es in der Unterwasserwelt ganz schön heiß her mit den Viecher. Wenn man sich auch mal anguckt, wie die torpedoartig mal bei so Seerobben da aus der Wasseroberfläche rauskatapultieren, wie so ein Torpedo, dann passiert da, glaube ich, mehr, als man denkt. Ich habe letztens, muss ich ganz witzigerweise sehen, Dokumentation über Haie gesehen, wo dann eben noch Oktopoden dabei waren und dann gab es eben Haie. Ein richtig fetter weißer Hai, der so viele Bissspuren und Kratzer hatte von diesen Saugnäpfen. Da sind ja kleine Stacheln dran, um dass es richtig hebt. Und der war so überzogen damit. Und haben die gesagt, mit dem Oktopode, der gekämpft hat, der musste so riesig gewesen sein, weil er eben so viele, weil man das eben daher ableiten konnte von der Größe. Das sah total abgefahren aus. Sowas fasziniert mich unwahrscheinlich. Da kann ich mir manchmal richtig doppelmäßig eine Dokumentation nach der anderen reinziehen. Da bin ich echt manchmal ganz crazy. Ich gucke mir sowas gerne an. Einfach so. Er ist manchmal ganz nett so zum Runterkommen. Einfach mal so ein bisschen laufen lassen. Ja, so ein bisschen Bildungsfernseher darf manchmal auch sein. Ja, geil. So, jetzt haben wir hier schon mal, wir haben ja das Ganze schön weiß gemacht und jetzt geben wir dem Ganzen hier wieder mit schönen Schattierungen wieder eine schöne Rundung von dem Ganzen. Das ist natürlich untenrum ein bisschen dunkler. Eigentlich wäre untenrum ganz dunkel. Wenn wir es wirklich nehmen würden, wenn der nicht aus dem Bild schwimmen würde, wäre der natürlich von unten nicht mehr beleuchtet, weil natürlich unten keine Helligkeit ist, tief im Meer. Und deswegen wäre der eigentlich untenrum komplett schwarz und wäre mal kaum noch zu erkennen, wenn er jetzt schon so tief ist wie bei unserem Bild. Aber das machen wir natürlich nicht. Er guckt ja natürlich auch aus der Fläche raus. Dann habe ich den nur etwas dezent abgedunkelt, so dass es noch schön cool aussieht, dass es schön dreidimensional aussieht. Und dann habe ich mir gedacht, lassen wir den nämlich so. Hätte ich natürlich untenrum jetzt nochmal hier, wo er da aus dem Bild guckt, so der untere Mund so ein bisschen so, sag ich mal, so einen Zentimeter nach rechts, hätte ich natürlich ruhig noch auch am Bauch ein bisschen heller machen können. Aber ja, ich finde es auch so noch ganz, ganz okay und ganz gut. Oh, passt das doch. Hier Marcel H., der geht ja auch ab bei Discord, wie ich hier sehe. Schreibt auch schön viel. Hat auch noch nicht angefangen, glaube ich. Macht noch viele Übungsbilder, aber das stimmt, er hat ja hier einige Übungsbilder gemacht.
Und das ist auch schon richtig, richtig gut. Einfach mal üben. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Es ist immer so, macht euch mit den Geräten vertraut und schaut nochmal. Odysseus hat hier zum Beispiel. Odysseus. Ach, ich kann ihn wieder nicht lesen. Ich bin hier völlig bekloppt. Der hat den Punkt ist geil gemacht. Auch richtig geil. Erstmal hier gerade gucken. Ach, ihr macht die Sachen schon so gut. Hier bin ich richtig baff. Also, ihr macht das schon alle richtig klasse. Einfach schön üben. Dann wird das. Dann wird das auch für die Jungs und Mädels da draußen, die mit dem aber schon anfangen, ey. Einfach üben, einfach machen. Viel machen hilft viel. Und halt richtig machen. Und zur Not checkt ihr meine Videos ab. Da gebe ich euch, glaube ich, echt viel Hilfestellung, die ihr braucht oder nötig habt. Wichtige Informationen. Das sind immer drin. Versteckt überall. Was ist das denn hier für ein Schnitt? Ach, wahrscheinlich wieder Kamera. Die Kamera geht immer ganz gern. Ich habe die ja nicht immer dauerhaft am Strom, weil ich nicht will, dass der Akku wieder so schnell kaputt geht. Wenn der mal voll geladen ist, lass die laufen. Muss ich immer nur aufpassen, dass die dann nicht wie viele Male dann einfach irgendwann ausgeht, wenn sie dann mal auch wieder ein paar Stunden an war und sich dann einfach schön ausmacht. Und das höre ich dann eigentlich nie. Weil wenn ich irgendwas laufen habe oder Kopfhörer höre, dann höre ich dieses kurze Klick und die schaltet sich aus. Nicht. Da muss ich dann nochmal drauf achten. Habe ich wahrscheinlich gerade wieder an Strom angehängt. Das verrückte Teil hier. Und ja, so bauen wir den Hai jetzt nach und nach schön auf. Wir haben jetzt im Endeffekt einmal die obere Fläche schön, sag ich mal, vorgrundiert und farbig gemacht, damit eben der Übergang von dem blauen auch weg ist. Wir haben jetzt unten einmal das Weiße schön vorgelegt und können da jetzt eben schon mal anfangen, das Ganze fertig zu machen. Und so arbeiten wir uns jetzt von unten nach oben. Habe ich mich halt hierfür entschieden und gesagt, komm, fange ich unten an und mache dann eben nachher später am Grauen weiter. Jetzt probiere ich nochmal ein bisschen mit der AL Plus und hoffe, dass die jetzt wieder besser funktioniert. Vielleicht habe ich auch die danach kurz zwischengereinigt, weil die eine Evo war ja ganz im Arsch, die habe ich dann gar nicht mehr benutzt und da habe ich nur noch zwischen einer Evo und der AL Plus hier hin und her gewechselt. Und ich weiß gar nicht, welche Düse schlimmer beschädigt war von den zwei. Ich glaube sogar bei der AL Plus, da habe ich dann im Nachhinein gesehen, dass dann doch durch nochmal das erneute Benutzen tatsächlich so ein richtiges Eck aus der Düse gebrochen ist. Das war richtig krass, da war ich überhaupt noch baff, dass es überhaupt noch funktioniert hat. Also das ist manchmal so faszinierend, aber man merkt es relativ schnell, weil die Pistole dann so ein bisschen meistens in irgendeine Richtung ausfadet. Wenn ihr dann einen Punkt setzt, dann geht meistens nach links oder nach rechts so ein bisschen Sprühnebel weg, wenn dann so die Düse beschädigt ist. Das muss nicht zwingend immer die Nadel sein. Also wenn die krumm ist, dann ist es natürlich auch meistens so, aber das ist oft so, dass es dann eben so sich dann so ausfadet und dann einfach komisch aussieht oder generell einfach ein bisschen breiter wird. Und ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt gucken wir mal hier mal, dass das funktioniert. Hier wieder auf die Evolution. Scheiß Discord lenkt mich ab hier bei der Aufnahme. Muss ich jetzt mal minimieren hier. Ich habe schon wieder Kopfschmerzen. Das hindert mich nicht daran, die Aufnahme zu machen, aber mir dröhnt gerade der Schädel. Das ist nicht mehr normal. Ich werde mir nachher sowas von noch eine richtig schöne heiße Dusche gönnen. Habt ihr jetzt mal schönen Blick, schönen Gedanken von mir im Kopf, wie ich nackt unter der Dusche stehe. Und danach werde ich mich sowas von ins Bett fläzen. Aber das habe ich mir gedacht, das mache ich heute hier noch fertig. Kann ich das noch in Ruhe morgen hochladen. Und dann ist das wenigstens noch drin. Ich muss jetzt mal echt schauen mit der Live-Session, ob ich die dann überhaupt noch gemacht habe die Woche. Muss ich mal einfach gesundheitstechnisch abchecken, ob ich die raushau oder nicht. Wobei ich die sonst, stimmt, die würde am Freitag kommen, weil am Samstag hat mein Bruder Geburtstag. Und da wäre ich dann sowieso nicht, am Samstag hätte ich dann keine Zeit, da kommt dann, glaube ich, das Video hier am Samstag. Wenn ich freitags eben noch online gehe. Wenn ich das nicht mache, kommt das natürlich hier standardmäßig am Freitag, dann wisst ihr jetzt Bescheid, dass ich nicht live bin, weil ich eben einfach noch zu sehr kaputt bin. Aber das muss ich wirklich spontan entscheiden. Werde ich auch recht spontan entscheiden, ob ich es mache oder nicht.
so gut wie das jetzt hier funktioniert oder nicht. Ich gehe mal stark davon aus, ich kriege noch Antibiotika, aber wenn ich das immer nehme, dann vertrage ich immer überhaupt nicht gut. Danach hänge ich immer in der Ecke kurz, da fühle ich mich immer kurz wie vorm Krepieren und danach geht es mir wieder, aber so 1-2 Stunden nach dem scheiß Antibiotika geht es mir immer so mies. Und mein Ranzen, der verträgt, ich habe so einen empfindlichen Magen, hey. Ich beneide die Leute, die einfach fressen können wie verrückt und nicht mal Sodbrennen haben oder so, oder noch besser wie mein Schwager, der frisst wie ein Schwein und wie, keine Ahnung, seine 50 Kilo, aber kann saufen und fressen, da würde ich schon aussehen wie Michelin-Männchen. Also, das ist manchmal schon Wahnsinn. Deswegen, ich bin da mega empfindlich. Alles Mögliche. Da dreht sich bei mir der Magen gleich wieder ab, du, hey. Da muss ich mal gleich aufpassen. So. Jetzt haben wir dieses Auge, habe ich ja vorhin auch noch schön schwarz vorgelegt. Und ja, jetzt wird es langsam so, Step by Step wird es fertig. Was natürlich nochmal so ein bisschen, wo ich mir danach nochmal gedacht habe, wo es jetzt nochmal ein bisschen kritischer wird, sind die Reflexionen auf der Haihaut oben. Hier helfe ich mir jetzt tatsächlich immer wieder mal ein bisschen mit dem Referenzbild, wo die ganze Kante nochmal alles ist von dem Hai. Wie gesagt, ich habe da nur für den Hai das Referenzbild, aber ist natürlich nicht in der Helligkeit und nicht in dem Ding, wie ich den jetzt hier gemacht habe. Aber ich orientiere mich jetzt hier gerade mal so ein bisschen an der ganzen Kante, weil ich jetzt natürlich nicht mehr so viel sehe. Dadurch, dass wir natürlich alles schon mal vorgrundiert haben und dass natürlich die ganzen Vorzeichnungen verloren gegangen. Hätte ich natürlich auch nochmal nachzeichnen können, aber hey, das mache ich dann einfach so. Spare ich mir, weil ich es hinkriege. Und dann passt das. Und genau. Ich weiß gar nicht. Ich habe mal eine Frage an euch da draußen. Wenn ich ein Bild schwarz-weiß brush, dann habe ich das Referenzbild ist bei mir immer farbig. Ich mache das selber in schwarz-weiß im Kopf. Ich kann das mega gut. Ich möchte gerne wissen, ob ihr das auch so macht, ob das so normal ist, wie ich das mache, oder ob das irgendwie nicht so normal ist. Aber mein Ding ist immer, ich benutze nie Schwarz-Weiß-Bilder, weil ich das irgendwie vom farbigen Referenzbild irgendwie besser ins Schwarz-Weiße umsetzen kann. Also ich habe das noch nie gemacht, aber ich immer sehe, dass die Leute das Bild schwarz-weiß machen und dann eben schwarz-weiß brushen. Das interessiert mich. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so macht oder nicht. Oder ob ich da wieder so völlig aus der Bahn laufe, weil ich so crazy bin. Crazy Dave. Crazy bin ich sowieso. Ich bin so bekloppt manchmal. Wenn ihr wüsstet, wie ich hier manchmal zu Hause abspacke und meine 5 Minuten habe und das 10-mal am Tag. Meine arme Frau. Die muss das aushalten. Die hat sie es ausgesucht. Gibt's keinen Zurück mehr. Ring ist am Finger. Okay. Jetzt machen wir natürlich wieder mit dem Schwarz wieder schöne Detailarbeit. Und machen hier jetzt wieder, haben wir ja das leichte Grau. Also das mittlere Grau haben wir ja vorgelegt. Jetzt können wir nämlich mit dem Schwarz schöne Details reinmachen. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr erläutert, was ich vorhin, glaube ich, noch zu einer Reflexion gesagt habe auf dem Hai. Kann es sein? Kann es sein, dass ich den Faden verloren oder habe ich es jetzt gesagt und kann mich jetzt instant schon wieder nicht dran erinnern? Ich so verplant bin. Die Reflexionen auf dem Hai, die wären nochmal interessant. Die können ganz schnell das Ganze ganz hässlich machen, wenn man das ein bisschen versaut. Ist mir tatsächlich bei meinem damaligen Hai auch schon passiert, den ich gemacht habe ganz früher. Da habe ich die Struktur völlig falsch angelegt. Deswegen hatte ich da ein bisschen Bammel, um ehrlich zu sein, wo ich mir gedacht habe, kann schnell mal in die Hose gehen. Aber ist am Ende des Tages Gott sei Dank ganz, ganz gut geglückt, denke ich mir mal. Jetzt machen wir natürlich hier nochmal schön ein paar schöne Details, ein paar Kratzer, ein paar Riefen, ein paar Punkte. Das Ganze einfach so schön weiter auszumalen. Um das Ganze einfach, dem einfach noch mehr Leben zu geben. Ich glaube einfach, Details machen ein Bild immer unwahrscheinlich stimmiger, wenn einfach die Details, aber die müssen natürlich auch passen, aber ich denke mir, so Details machen so ein Bild einfach runden das Ganze immer noch ein bisschen ab. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, schön viele Details einzubauen, dann macht das auch. Und wenn ihr natürlich Anfänger seid, hey,
Da müsst ihr nicht viele Details einbauen, wenn ihr sowas natürlich Gefahr läuft, da irgendwie eure Artworks zu ruinieren oder schlechter zu machen. Dann bleibt lieber erstmal bei den schönen Farbverläufen. Macht schöne Farbverläufe, macht schöne klare Abgrenzungen und maskiert auch ruhig ab oder nehmt euch die freie Schablonen zur Hilfe dafür, das Ganze, um dann einfach darauf aufzubauen und weiterzumachen. Aber ich finde es ganz cool, wenn ich so bei der Ecke sehe, wie die eigentlich mit so null Erfahrungen eigentlich schon so viel, jetzt so schnell schon so was Gutes raushaut. Freihand. Das muss man sich mal überlegen, das ist Freihand, was die gute Frau macht. Und Freihand nach 2-3 Wochen Airbrushen hier, wenn nicht sogar noch weniger, das ist halt schon krass. Also sie hat natürlich schon mit Airbrush verfeinert, aber halt noch nie so Übungsblätter und so gemacht. Und das finde ich dann in dem Zusammenhang schon ziemlich geil. Also geht schon, wenn man sich da einfach ein bisschen die Mühe gibt, ein bisschen auseinandersetzt und auch so ein bisschen Biss und ein bisschen Talent gehört natürlich auch dazu. Aber die Freude darf einfach nicht zu kurz kommen. Aber ich sag's euch, kauft euch keinen Billigscheiß. Also mit Billigscheiß meine ich so richtig billigen Scheiß. Kauft euch keine Guns, die 20 Euro kosten. Also es gibt schon Leute, die damit arbeiten können, aber in der Regel sind die Dinge einfach scheiße. Scheiße gemacht von der Aufmachung her, von der Haltbarkeit, von der Funktionalität und vor allem von der Qualität. Also tut's das bitte nicht. Ich hau jetzt ja dann demnächst mal dieses Review zur Sparmax raus. Die kostet ja, glaube ich, 50 Euro. Ich glaube, das habe ich gehört, das Gerät soll ja generell nicht so schlecht sein. Da werde ich mir jetzt auf jeden Fall ein eigenes Bild drüber machen können, was ich geil finde. Aber nehmt mindestens dann mal sowas oder dann richtet euch eher mal so H&S-mäßig Richtung der Ultra, also Hadron Steenbeck Ultra. Die kostet, glaube ich, 70 Euro oder 65, sowas rum. Oder eben die Iwata Neo, die soll auch recht gut sein und sehr einsteigerfreundlich. Die kostet, glaube ich, so zwischen 80 und 90 Euro. Also orientiert euch lieber an solchen Guns, bevor ihr euch da so einen kompletten Schrott rauslasst, wo nach 2-mal Reinigen dann alles demoliert und kaputt ist, weil das Ding einfach nichts aushält. Gell, Filjascha? Ja, ich weiß, du bekommst ja schon ein neueres, gutes Gerät, glaube ich, geschenkt, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Aber ärgert sich gerade aktuell mit ihrer Billiggun sehr viel rum, weil die einfach nicht funktioniert und ich gehe mal stark davon aus, dass einfach die Gun einfach nichts taugt und dann kann man einfach damit auch nicht arbeiten. Das ist immer so. Wie willst du mit einer Klobürste eine Fläche bemalen? Also ist möglich, aber sieht dementsprechend aus. Oh, deswegen spart da nicht am falschen Ende. Weil viele sagen, das Scheiß funktioniert nicht oder hier kompressormäßig, das ist ja völliger Scheiß, hier kommt pulsartig die Luft raus und so. Entschuldigung hier. Ja, wenn ihr dann einen Scheißkompressor habt, dann ich kann davon Liedchen singen, weil ich habe mir am Anfang, ich habe das schon viel, viel öfters erzählt, aber ihr guckt natürlich nicht von der Pike auf, nicht viele gucken alle Videos an, deswegen kann ich das ruhig immer wieder mal rauskramen. Aber ich habe mir ganz am Anfang so ein schönes Amazon Airbrush Kit geholt, wo ich einfach nur gesagt, ich guck's mir mal an. Das war ein Billigscheiß-Kompressor, eine Billigscheiß-Pistole, die ich glaube nach dem zweiten Mal sauber machen vorne die Düse abgedreht habe. Da waren Lösemittelfarben dabei und danach hätte ich fast aufgehört. Ich hatte dann wenigstens die Ambition, mir gutes Equipment zu kaufen. Und dann habe ich es nochmal probiert, dann ging es immer noch nicht. Und dann habe ich auch fast nochmal aufgehört. Und nach dem Airbrush-Kurs habe ich dann tatsächlich angefangen. Also, aber das war ein richtig billiges Set. Ich glaube, das hat nicht mal 50 Euro gekostet. Und da sage ich immer ganz gerne, es hat mein Opa immer gesagt, wer billig kauft, kauft zweimal. Und an dem Spruch ist definitiv was dran. Der Kompressor, der hatte keinen Tank. Das ist immer schon mal so ein Indiz, dass es schon mal nicht so geil ist. Ein Kompressor mit Tank ist einfach sinnvoll, weil da wird die Luft eingespeichert. Dann könnt ihr lange damit arbeiten, bis der wieder anspringt. Und ein Kompressor, der konstant läuft und ihr brusht, keine Ahnung, so wie ich mal 2-3 Stunden und der ist im Dauerlastbetrieb, der kackt euch irgendwann ab, da gehen die Teile kaputt. Der wird bockelheiß, das ist bei jedem Kompressor, der unter Dauerlast läuft, der geht kaputt. Da braucht ihr euch keine Illusion machen, das ist nie gut fürs Gerät und
ich hätte da schon generell Bedenken, dass das Ding mir nachher noch hinterher die Bude abfackelt oder so. Also besorgt euch einen mit Tank, dann habt ihr schon mal einen, der schon mal ein bisschen mehr kann. Und ich hatte eben den aus dem Set, den ich hatte, der konnte gar nichts, der hatte keinen Tank. Und dann hat er geladen und der hat so viel Luft verbraucht, dass er sofort nachgeliefert hat, aber pulsierend. Das müsst ihr euch mal geben. Und dann stand ich dran und habe gesprüht. Und ohne, dass ich was gemacht habe, ist der Strahl natürlich dicker und dünner geworden, weil natürlich die ganze Zeit so und ich so, was ist das denn für eine Scheiße? Und dann, ich wusste natürlich, weil ich aus dem Lackierbereich komme und so, dass das am Kompressor liegt und konnte es natürlich schon verstehen, dass das ein billig Scheiß war und ein dummer Fehler. Und das Set habe ich tatsächlich auch komplett in die Mülltonne geschmissen. Ja, weil da kann ich das wenigstens noch nachvollziehen und kapiere auch, dass das ein Mist ist. Aber jemand, der das nicht weiß, der keine große Erfahrung hat und denkt, nachher bei sowas, das ist Airbrushen, dann ist mir schon klar, warum die Leute dann aufhören oder frustriert sind. Also da müsst ihr euch natürlich im Klaren drüber sein, dass ihr einfach halbwegs vernünftiges Zeug habt. Und ansonsten, hey, guckt mal bei eBay Kleinanzeigen. Schaut mal nach den Wertern-Kompressoren. Sillair 20A, 2015A etc. sind alles gute Kompressoren. Die können auch ein bisschen älter sein, wenn es Wärter sind. Die sind kaum wartungsintensiv. Da gehört mal vielleicht irgendwann ein neues Öl rein oder hier und da mal einen Filter ausgetauscht. Aber dann hat sich das schon erledigt. Die Dinger, die laufen Jahre. Und da könnt ihr teilweise super Geräte abstauben für so ein bisschen Geld. Und dann habt ihr da gleich mal was Geiles. Dann nehmt ihr lieber 100 Euro in die Hand für einen Gebrauchten und habt dafür ein richtig geiles Gerät. Was auch noch, die Sillair sind alle flüsterleise. Da gehört meine auch dazu. Ich habe den 20A. Das Ding hat, glaube ich, original. Ich habe es ja neu gekauft, weil ich immer jemand bin, der gerne neu kauft. Hat, glaube ich, 400 Euro gekostet. Ich bin mir jetzt nicht sicher. 400 Euro oder hat der mehr gekostet? Ich schaue mal kurz für euch. Ich habe hier den zweiten Monitor. Sillair 20A kaufen. So, 400 Euro kostet er neu. Direkt auf Airbrush for You geleitet. So muss das sein. Kostet 400 Euro neu, habe ich mir den gekauft. Und der ist jeden Cent wert. Den habe ich aber, glaube ich, schon 7 Jahre. Und das Ding ist einfach, ich lieb's. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich liebe den Dinger. Also, ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, was ihr für Kompressoren gut findet, wenn ihr andere Alternativen habt, weil viele andere habe ich jetzt nicht gesehen, die mir jetzt irgendwie, wo ich weiß, dass sie richtig gut sind. Das wäre mal ganz interessant. Aber eben, der Kompressor, den habe ich mir danach gegönnt und danach war das Thema Geschichte. Und zu der Gun, die war einfach nur Müll. Die war einfach nur Müll. Ich glaube irgendwie, wenn die für Jascha sagt, dass die so ein Set gekauft hat, dann wird das eine ähnliche Qualität sein. Und so eine Gun, die ist Müll. Also ich hatte jetzt bei der Iwata ein bisschen Schiss, weil ich ja bei der Müllpistole gleich die Düse vorne abgedreht habe, habe ich mich da ein bisschen rangewagt. Aber das ist ja qualitativ so ein Unterschied. Da muss man schon gewalten, damit das abreißt. Bei dem Billig-Scheiß war das Ding nach 2-3 Mal direkt am Arsch. Also nicht wirklich geil. So, jetzt machen wir da oben die Reflexion. Da können wir jetzt mal schön drauf schauen. Ich gehe erstmal ein bisschen von der Distanz ran. Ein bisschen wie bei dem Blitzen. Ich gehe erstmal von der Distanz ran, weil so eine Reflexion ist ja eine Lichtbrechung von der Sonne durch das Wasser von oben und hat ja dann auch so einen eher helleren Strahl und meistens leuchtet es dann nach links und rechts ein bisschen aus. Und im Endeffekt ist die gleiche Herangehensweise wie bei den Blitzen, die ich schon gemacht habe. Habe ich übrigens ein Tutorial auf meinem Kanal. Das müsste, glaube ich, Nummer 4 oder 5 sein oder so. Wie man richtig geile Blitze macht. Und die sind da bei mir richtig, richtig geil. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn euch interessiert, wie man Blitze macht. Und im Endeffekt mache ich es jetzt genauso. Ich gehe jetzt da erstmal so ein bisschen sachte ran. Ich ziehe die jetzt auch nicht Vollgas durch. Auch nicht überall. Ich werde die auch nachher nicht überall zu decken machen, weil ich einfach möchte, dass es auch verschiedene Helligkeitsstufen gibt. Ich meine, das ist ja auch nicht, das ist was auch sehr
dynamisch ist das Ganze. Wenn ich das jetzt alles in einem Weißton durchziehe, dann sieht das unorganisch aus, dann sieht das nicht stimmig aus. Deswegen ganz wichtig hier auch ein bisschen Variation reinbringen. Ein bisschen heller hier, ein bisschen sachter da. So könnt ihr das einfach durchziehen. Und jetzt mache ich das nämlich einmal so ein bisschen zum Schauen. Hier hinten wird er richtig schön hell. Da mache ich die Spiegelung so richtig schön satt. Da ziehe ich das auch richtig schön körperflächenmäßig durch. Fand ich irgendwie, sieht cool aus. Hat mir richtig gefallen, da war so eine richtig schöne helle Stelle und dann habe ich gesagt, die ziehe ich schön durch und ziehe die noch bis zum Hinterkörper durch, damit das einfach ein schönes, geiles Ding ist. Gibt dem Hai nochmal richtig viel Dynamik, muss ich sagen. Finde ich richtig geil, sieht nochmal richtig, richtig cool aus. Und da taste ich mich jetzt eben auch ran. Wie gesagt, so, das ist so ein Moment, da kann das ganz schnell kippen und dann gefällt einem das nicht mehr oder mir gefällt es halt nicht mehr oder sieht irgendwie nicht mehr so cool aus. Deswegen taste ich mich natürlich auch echt extrem langsam ran. Guckt natürlich auch so ein bisschen am Referenzbild, hat natürlich eine ganz andere Farbgebung, Helligkeit etc., aber die Reflexionen sind annähernd ähnlich. Gucke ich natürlich schon so ein bisschen, dass ich ungefähr den Flair davon einfange. Also oft sehe ich mir Wasserspiegelungen in dem Detail natürlich auch nicht an. Aber das ist schon sehr cool. Macht das Ganze einfach nochmal deutlich cooler, also ich muss schon sagen. Hätte man den jetzt so einfarbig gelassen, einfach nur ein bisschen noch Dynamik reingebracht, indem man noch ein bisschen hier die Helligkeit ändern oder so, oder halt ein bisschen noch nur mit den Farbverläufe quasi das erzeugen. Das ist auch schon cool, aber das gibt dem nochmal richtig geilen Bums. Das sieht nochmal richtig gut aus. Das ist auch wieder so hier, getreu unser Motto. Man hat keinen Plan, was man da eigentlich gerade macht, aber am Ende funktioniert es doch immer wie irgendwie. So geil. Wir haben, und ihr seht es auch, eine schöne Abgrenzung vom linken Auge, also von der Nasenspitze her, übers linke Auge, über die Mitte des Körpers habe ich schön unten so einen Schwarzstrich gezogen. Und hier hinten auch, weil der Hai da einfach so eine natürliche Kante hat. Und sich das einfach dem nochmal so ein bisschen mehr Rundung gibt. Das gibt dem noch viel mehr, jetzt wenn ich von oben sowieso noch mit dem Weiß dagegen arbeite, sieht der nochmal sowas von 3D-mäßiger aus. Das wollen wir haben, den Effekt. Das ist richtig, richtig cool. Und hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Auch hier ist auch nochmal so eine harte Kante drin, weil er hat nochmal so eine schöne harte Kante drin gehabt, die über die Rückenflosse hinten weggeht. Und das sieht irgendwie gibt dem auch nochmal einen richtig schönen Drall. Wie gesagt, hier hebe ich nochmal ein bisschen die Folie fest, damit das Ganze hier mir nicht so untersprüht. Ist natürlich auch ein bisschen Overspray dann nicht so schlimm. Können wir natürlich korrigieren, indem hier unten haben wir ja relativ viel mit dem Ultramarinblau, mit dem Violett und dem Schwarz gearbeitet. Da würde ich dann einfach euch empfehlen, nehmt kurz nochmal ein Schwarz und nebelt das entgegen. Und färbt das lieber nicht ein, weil sonst habt ihr da nachher so einen blauen, hellen Fleck oder violetten. Nehmt da dann einfach ein bisschen schwarz, wenn euch da mal was passiert. Aber ihr könnt da ganz gut mitarbeiten. Da kann man unten noch relativ viel machen, wenn das passieren sollte. Aber ist bei mir, glaube ich, jetzt nicht wirklich was passiert, weil generell einfach ich da relativ gut aufgepasst habe. Und da einfach nochmal hier festgehoben habe, wo es einfach gefehlt hat. Ja, und es ist so ein richtig schöner Prozess hier. Hat mir irgendwie richtig Bock gemacht. Erst war es so, scheiße, hoffentlich versau ich es damit nicht. Und danach war es, das war ja gefühlt das Geilste jetzt gerade an dem Projekt. Wobei ich immer wieder Sachen finde, wo ich sage, das ist am geilsten. Und dann wieder, nee, das ist viel geiler gewesen. Naja, aber es macht richtig, richtig Spaß. Und sieht cool aus. Jetzt wird es langsam richtig schön rund. Und wird eine runde Sache. Jetzt trinke ich noch mal was. Haha. Herrlich. Mein Magen krummelt, hey. Halt die Klappe, Bauch. Ich habe keinen Hunger, Alter. Die ganzen scheiß Medikamente ist mir schlecht, oh. Ganze Käse, den man da nimmt. Ja. Gehen wir dem, also
ich habe mich, wie gesagt, vorne den ganzen Bereich fertig gemacht, die Seitenflosse und jetzt oben alles. Und dann fehlt am Ende nachher nur noch der untere Teil von der Heckflosse und vom Bauch. Dann können wir so arbeiten. So, und jetzt hier blitzemäßig gehe ich hier so ein bisschen an die vorgelegten Stellen ran und habe dann hier die schöne Reflexion. Die Reflexionen ist jetzt hier keine Anleitung dafür, wie die prinzipiell aussehen, weil jedes Wasser ist anders, jedes Bild ist anders. Es gibt auch so Wasserspiegelungen, die habe ich mir dann tatsächlich mal ein paar Bilder mehr angeguckt. Bevor ich das gemacht habe, habe ich mir einige Referenzbilder angeguckt und es sah gefühlt auf jedem Bild anders aus. Bei manchem war es Ausfaden so fast gar nicht vorhanden, da waren es richtig knackige, scharfe Kanten und bei manchen war es völlig in alle Richtungen ausgefadet. Da sah das wirklich wahnsinnig aus, wie viel Licht da einfach war. Und ich glaube, das hängt echt von der Sonnenposition etc. ab. Also ich habe das einfach so gemacht, wie es mir einfach geil gefallen hat. Und ja, ich glaube, im Hardy hat es bei seinem Hai, der hat tatsächlich auch gerade ein Hai gemacht, ist ihm da hat er, glaube ich, selber gesagt, einfach nicht so gut gelungen. Da sieht die Spiegelung ein bisschen arg hart aus. Aber mein Gott, kann mal passieren, ist gar nicht schlimm. Aber eben, deswegen sage ich, ist so ein Punkt, der kann mal schnell gefährlich werden. Da muss man sich echt rantasten. Jetzt bin ich hier unten noch so ein bisschen mit dem verdünnten Weiß noch so ein bisschen mehr Licht rein, damit das Ganze wieder so ein bisschen mehr rauskommt. Das war jetzt doch alles recht dunkel unterm Auge rum. So wird das Ganze noch mal ein Stückchen heller. Und genau. Was mir gar nicht gefallen hat, ist eben, dass der Hai jetzt nachher so unfarbig aussieht. Er sieht jetzt eher aus wie schwarz-weiß einfach nur. Ich meine, der ist schwarz-weiß, aber er ist ja nicht nur schwarz-weiß, sondern er hat natürlich auch so eine, finde ich hier, so eine bläuliche Färbung. Und die habe ich jetzt hier dann in das Weiß noch ein bisschen mit reingepackt, überall, damit er einfach hier nicht aussieht wie schwarz-weiß. Das wollte ich auch gar nicht. Das Bild sollte farbig sein. Und es war mir auch wichtig, dass der nachher auch farbig wird. Deswegen färben wir den auf jeden Fall auch noch ein mit dem Ultramarinblau. Ja, ausschließlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. Und da werden wir nämlich dezent rangehen. Da werden wir aber wirklich dezent rangehen, weil wenn wir hier zu viel geben, müssen wir wieder mit Weiß nacharbeiten. Das kann ich euch gleich sagen. Wenn ihr da zu viel Power gebt, dann sieht der Hai ganz schnell wieder blöd aus. Dann müsst ihr wieder mit Weiß rein und dann müsst ihr gucken, dass das wieder passt im Verhältnis zum Rest und so. Also mit Farbe immer mit Obacht geben. Deswegen sage ich ja am Anfang, hey, kann man ruhig Farbe benutzen, wenn ihr Bock drauf habt, dann rum experimentieren wollt. Das sollt ihr auch machen, aber wenn ihr irgendein Bild macht, wo ihr mal wirklich den Fokus auf das Bild legt und versucht, da Techniken anzuwenden, dann macht das ruhig erstmal noch mit Schwarz-Weiß. Da habt ihr einfach weniger Gefahrenquellen. Dann probiert das mit Schwarz-Weiß aus und bei so Übungssachen und Geschichten, da könnt ihr dann gerne wieder mehr mit der Farbe spielen, experimentieren. Wenn ihr dann eine gewisse Sicherheit mitbringt, dann könnt ihr das auch in eure Bilder einbauen. Da habt ihr das deutlich einfacher. Ja, jetzt haben wir vorhin mal so ein bisschen das Ganze ein bisschen dunkler gemacht. Ich weiß gar nicht, warum habe ich das eigentlich... Ach ja, ich habe es dunkler gemacht. Warum habe ich es dunkler gemacht? Weil der Hai jetzt aus dem Bild schwimmt und keine Spiegelung mehr da ist. Das war mein Gedanke, so ein bisschen. Deswegen habe ich die Schnauze da jetzt nochmal explizit rausgenommen und von der Spiegelung befreit. Das Ganze nochmal so ein bisschen realistischer aussieht. Ach, das hat mir richtig Spaß gemacht. Richtig, richtig viel Spaß hat mir das gemacht. So, jetzt gehen wir hier eben noch ein bisschen. Können hier, wenn man so wie ich jetzt aus der Ferne mit dem verdünnten Schwarz arbeiten, kann man auch schöne, das ist ja dann eher so ein bisschen transparenter, dann kann man auch schöne Schattierungen einbauen. Das ist immer der Vorteil bei der verdünnten Farbe. Wenn ihr das nicht verdünnt, dann kann es mal schnell sein, dass ihr einfach viel zu hohe Deckkraft habt. Könnt ihr das nicht machen. Müsst ihr auf jeden Fall verdünnen. Macht das immer. Seid ihr safe. Und wenn ihr safe seid, dann seid ihr glücklich. So, dann einmal kurz aufs Kind schauen. Ja. Pennt seelenruhig. Zur Abwechslung mal. Wunderbar.
Also der Kleine, die ist halt gefühlt dann 3 Tage krank. Richtig schlimm oder so. Am 4., 5. Tag ist die schon wieder quick wie Del und ich hänge da wie so ein alter Sack. Gefühlt 3 Wochen, wie so ein, ja, in der Ecke, du, wie nach einem Boxkampf. Oh, ist das so abgefahren. Hier ist da fit wie ein Turnschuh und pace durch die Wohnung. So, ich glaube, jetzt sind wir nämlich schon mal fast fertig so mit dem Schwarz-Weiß und können dann nämlich nachher schon ein bisschen mit der Farbe anfangen. Aber das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Das ganze Hobby macht so viel Spaß. Also ich bin da so Feuer und Flamme für. Apropos Flamme, da mache ich bald eine. Habe ja im Opener schon gesagt. Habe ich ja schon fertig gemacht. Ja, hau ich dann, wenn es klappt, hau ich die nächste Woche raus. Mein Feuer, was ich selber gemacht habe, ohne Vorlage, ohne Referenzbild, nichts habe ich dafür genommen, einfach nur so gemacht, wie ich das machen wollte. Habe ich wirklich einfach nur Bock gehabt, mal Feuer zu machen, wie ich mir das vorstelle. Komplett konventionell abgewichen und nicht so, und auch Schablonen weggelassen, weil es mir nicht gefällt. Und ich muss sagen, gefällt mir die Flamme mittlerweile echt am besten. Und da haue ich euch ein schönes Tutorial raus. Geht auch, glaube ich, nur eine Stunde arg lang, habe ich dafür nicht gebraucht. Habe ich mich selber gewundert. Ich stand aber dran, habe gedacht, boah, sieht, glaube ich, ganz geil aus. Da war ich wieder hart am Zweifeln, so wie immer. Und dann habe ich meine Frau befragt. Und die hat es abgenommen und abgesegnet. Und dann war das in Ordnung. So, da haben wir natürlich schön das Blau, wie ich schon gesagt habe. Und dann machen wir ein bisschen unten so das Weiß, weil ich einfach da auch nochmal ein bisschen so das Wasser mit reinnehmen wollte. Und eben hier, weil natürlich der Hai ist schön weiß unten am Bauch, aber ein bisschen nochmal so die Reflexion vom Wasser mit reingenommen. Generell einfach so ein bisschen überall nochmal ein bisschen Farbe gegeben, damit er einfach ein bisschen mehr Farbe kriegt. Und wie ihr seht, gehe ich auch ein bisschen über die obere Haut drüber. Überall so ein bisschen. Aber wirklich mit einem hohen Abstand. Hoher Abstand und auch wirklich ganz dosiert und ganz vorsichtig nebel ich da mit dem Blau ein. Das ist wirklich, wenn ihr da einfach zu viel gebt oder zu nah dran seid, dann habt ihr da gleich ein ganz, ganz großes Problem. Deswegen da wirklich wichtig. Hoher Sprühabstand, schön alles abgedeckt. Haben natürlich wieder einen erhöhten Overspray. Muss man natürlich einfach Obacht geben. Und sieht er natürlich gleich, wird er natürlich noch ein Stück dunkler. Ist natürlich auch klar. Nimmt natürlich überall so ein bisschen die Helligkeit raus. Aber ich finde es einfach optisch so viel besser. Und ich glaube, das ist dann auch schon der Step, wo es dann reicht. Also hier reicht es vollkommen. Wir gehen hier auch nicht mehr groß, glaube ich, mit Weiß oder Schwarz drüber. Wir haben es ja hier so dezent benutzt, dass es auch wirklich nur ein leicht eingefärbt ist. Wenn man natürlich viel einfärbt, dann nimmt das immer Details raus. Hier zum Beispiel an der Flosse. Da haben wir es natürlich auch ein bisschen mit eingefärbt. Nimmt wieder Details raus, nimmt natürlich das Weiß ein bisschen zurück. Musste ich nochmal ein bisschen nacharbeiten, die Reflexion. Und das ist immer so ein bisschen die Geschichte beim Einfärben. Aber da müsst ihr euch halt im Klaren drüber sein, wenn ihr Objekte einfärbt, dann müsst ihr die einfach gehörig nachbehandeln. Mit Schwarz und Weiß in der Regel, damit die einfach mehr Tiefe kriegen und wieder bessere Kontraste etc. Aber das war's dann hier eigentlich schon im Großen und Ganzen. Das ist halt sehr dezent, aber reicht vollkommen aus und hat den Effekt, den ich haben möchte von der Optik her und gefällt mir. Und dann ist das nämlich schon eine geile Sache. Und dann sind wir nämlich, glaube ich, gleich auch schon fertig mit dem Hai. Und dann kommen wir natürlich noch zu der Schattierung außerhalb des Rahmens und natürlich noch ein bisschen die Blubberbläschen, wie wir sie schön im Intro schon gesehen haben bei SpongeBob. Das ist so geil. Ich nehme immer Videos an, die ich teilweise selber nie geguckt habe. Keine einzige Folge SpongeBob gesehen. Ich schwöre, keine einzige. Kollege von mir hat das immer geguckt. Aber der hat auch mal sich die Birne weggekifft. Und das ist, glaube ich, ein unbeschriebenes Blatt, dass man kifft und SpongeBob irgendwie zusammengehören. Daher kenne ich das, wie gesagt, nicht, aber ich fand das irgendwie, das war das Erste, was mir bei YouTube zu Blubberblasen angezeigt hat. Da habe ich gesagt, perfekt, nehme ich. Ist gekauft. So, hier wieder
Tape abziehen. Sowas Herrliches. Das macht einfach Spaß. Macht einfach Spaß hier. Abrupfen. Abrupfen. Ja, hier. Erik hat schon gesagt, mit meinem schwäbischen Dialekt, der hier manchmal durchbricht. Ich muss sagen, ich bin geborener Schwabe. Ja. Ich bin im Schwabeländle aufgewachsen. Und habe auch meine Kindheit verbracht im Schwabeländle. Ein Teil der Familie kommt aber aus Köln oben. Oder eher sogar noch weiter aus dem norddeutschen Raum. Da haben auch viel Hochdeutsch gesprochen. Und jetzt habe ich in meine Familie hier, in meine Frau geheiratet, die hier alle aus Bayern kommen. Und da bin ich auch aktuell. Also habe ich irgendwie so alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Hochdeutsch, Schwäbisch, Bayerisch. Und verstehe alle harten Dialekte nicht. Na, geil. Muss ich dir gerade erzählen, ich fand so geil. Wir machen jetzt hier mal kurz Obacht, kleine Punkte. Für kleine Bläschen so ein bisschen. An der Heckflosse. Fand ich ganz cool so, weil hinten natürlich die Heckflosse sich so bewegt. Die hat auch gerade diese dynamische Bewegung nach links. Haben wir gedacht, da machen wir so ein paar kleine Bläschen, wenn wir dann vorne schon die größeren machen. Nee, wir sind mal damals in Urlaub gefahren nach Kroatien. Da war meine Schwester noch ganz klein, da war die, glaube ich, keine 8 oder so. Und dann sind wir im Auto gesessen. Mein Vater hat nach dem Weg gefragt, irgendwo im tiefsten Bayern. Und der Typ hat losgelegt mit seinem Dialekt. Und meine Schwester dann so, Papi, in welchem Land sind wir denn gerade? Wir sind auch noch in Deutschland. Man hat ihn einfach nicht verstanden. Auch ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe mich nur weggeschmissen vor Lachen. So, für die großen Blubberbläschen nehmen wir tatsächlich eine schöne Schablone. Und zwar habe ich mir mal eine selber geplottert. Mit meinem Plotterlein habe ich damals rumprobieren. Übrigens fuckt mich die Pistole hier gerade richtig ab. Das weiß ich noch. Weil da langsam Farbe aus dem Griffstück kam. Die waren da alle richtig schön durch. Und hier kommt die Schablone zum Einsatz. Ich zeige es euch nachher auch gleich noch von nahen. Ist mir natürlich wieder eingefallen, so ihr Säckel. Wie wäre es mal mit den Leuten zeigen? Hier, Sterne-Schablone. Die hat so schöne Kreise. Die hat natürlich 2 Striche, weil sonst natürlich die Schablone durchfällt. Ist ja klar. Und dann sieht das einmal so aus. Und dann drehe ich einfach das Schablönchen nochmal ein Stück, damit ich natürlich die Blase schließe. Und dann haben wir einmal ein Bläschen. Recht simpel. Ich will da auch gar nicht zu viele Details machen. Kannst du Blubberblasen natürlich noch mega viel anders machen. Also haben wir jetzt einen schön geschlossenen Kreis. Und den können wir noch ein bisschen einfärben und ein bisschen kleine so eine Lichtreflexion reinbringen. Und dann ist das Thema schon erledigt. Und ich finde, hat einen coolen Effekt. Sieht irgendwie ganz, ganz cool aus. Und ist eigentlich so simpel. Aber so super machbar. Deswegen sehr cool. Da nehme ich gerne Schablone für so einen Kreis. Kriege ich von Hand natürlich nie hin. Vor allem nicht so, da braucht man eine schöne Kante. Da macht eine Schablone einfach wieder mega Sinn. So, eine ganz kleine habe ich nicht, nehme ich natürlich die Pistole. Damit das einfach nochmal ein bisschen besser aussieht. Also, dass nicht nur die 2 kleinen Bläschen sind. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich die mache. Jetzt geben wir der einfach nur einseitig einen leichten Lichtbogen. Das war's schon. Finde ich reicht. Es sieht doch cool aus. Sieht gleich aus wie ein kleines Blubberbläschen. Und das Ganze färben wir natürlich noch ein bisschen ein mit Farbe, damit das nicht ganz so langweilig aussieht. Und auch außerhalb der Leinwand natürlich auch sichtbar wird. Da haben wir natürlich eine weiße Leinwand. Hier können wir es eigentlich so lassen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich die jetzt schon außen dann natürlich farbig machen muss, dann nehme ich die jetzt hier auch ein bisschen mit rein. Sonst hätte ich die, glaube ich, auch so gelassen. Fände ich dann, glaube ich, besser. Aber so nebel ich die jetzt also ein bisschen mit dem Blau ein. Da wechsle ich zwischen Blau und Türkis. Bin ich mir aber nicht genau sicher. Jetzt haben wir erstmal nur Blau. Wir sehen ja, wenn ich Türkis nehme, dann ist Türkis auch noch ein bisschen mit dabei. Aber wie gesagt, hier nach dem Einfärben nochmal ein bisschen das Weiß zurückholen. Und zwar nur aus dem Lichtbogen. Aus dem Reflex. Nicht Reflex. Reflexion. Reflex. Da rede ich nur wieder Käse hier im halben Fieberwahn. Genau. Und außerhalb braucht man natürlich nicht mit Weiß arbeiten, sondern da arbeiten wir natürlich erstmal gleich mit der Farbe und dann machen wir das natürlich außen weiß. Bringen wir natürlich auch eine Reflexion mit Weiß wieder rein, aber wie gesagt,
Hier nehme ich, glaube ich, nochmal den Rand zurück. Wie ich immer so ein Gefummel liebe, so mit so Schablonengefummel, da geht mir gleich mal eine ab, da. Ja, eigentlich links habe ich nochmal ein bisschen den Rand mir da ein bisschen hell gemacht, damit das einfach passt und stimmig ist zum Rest. Und so machen wir die Blasen auch, die anderen. Die werden wir halt zuerst farbig machen und dann in der Farbe nachher nochmal mit dem Weiß den Lichtbogen reinbringen und dann ist das Picobello. Hier cover ich nochmal ein bisschen Sprühnebel ab von dem vorigen. Oben hat es mir doch ein bisschen hier und da mal runtergenebelt. Habe auch nicht mehr das frischeste Malerkrepp gehabt. Das hat jetzt auch nicht so geil gehalten. Und genau. Jetzt hoffentlich sehen wir gleich mal. Ach, da war das mit dem Schatten. Ja, hier habe ich vergessen nochmal. Hier war ich on fire und habe jetzt schon den Schatten fertig gemacht. Habt ihr jetzt leider natürlich nicht gesehen. Ist aber gar nicht wild. Wie gesagt, ich habe einfach nur die Folie genommen, die ich noch übrig hatte. Habe den Hai abmaskiert und habe dann einfach das Gegenstück nochmal genommen und habe da eine harte Kante gehabt, an der ich dann eben das eingenebelt habe. Das ist natürlich leider verloren gegangen, tut mir leid. Aber das sind so manchmal Dinge, wo ich einfach so on fire bin und dann einfach nicht drauf achte. Dann stelle ich alles ein, aber schalte sie nicht an, weil ich mir meistens dann noch einen Kaffee hole oder irgendwas anderes mache und dann denke ich mir, Kacke. Wieder verbockt. Aber wie gesagt, ist jetzt hier nicht so wild. Ihr habt da nicht so viel verpasst. Wie gesagt, Hai abmaskiert, dann nochmal die andere Folie genommen. Weil da haben wir natürlich das Gegenstück gehabt, das ausgeschnitten hin, dann leicht versetzt nach unten hin und dann konnte man das super einnebeln. Und dann passt das auch. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, ich habe den Schatten mehrfach probiert, weil mir der nicht gefallen hat. Habe ich da ein bisschen öfters hin und her gearbeitet. Fällt mir ein, habe ich nochmal ein bisschen rumprobiert mit der Perspektive und mit der Richtung. Deswegen cover ich hier jetzt nochmal mit Weiß ein bisschen eine Stelle ab. Da habe ich es, glaube ich, einmal komplett revidiert und neu gemacht, weil ich es richtig kacke fand. Aber wie gesagt, da müsst ihr mal schauen, wenn es euch nicht gefällt. Einfach neu machen. Neu machen und so lange machen, bis es euch gefällt. Und dann kann man damit auch ganz gut umgehen. Und ich hoffe, dass man noch sieht, wie ich die anderen Bläschen mache. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich die überhaupt drinnen habe. Oder ob ich die jetzt auch hier vergessen habe. Aber ihr habt ja den Aufbau so einer Blase jetzt gesehen. Das ist eigentlich, mit so einer Schablone könnt ihr das voll easy machen. Da klebe ich wieder den Hai zurück, falls ich doch nochmal irgendwas ändere oder so. Also wie gesagt, für das Projekt immer die Sachen aufheben und danach gib ihm Feuer und dann könnt ihr das Zeug weghauen. Braucht ja dann kein Mensch mehr. Außer ihr wollt es nochmal irgendwo machen. Genau. Ja, hier nochmal da ein bisschen Details. Jetzt kann man auch mal das Gesamtheitliche anschauen und gucken, ob man auch irgendwas machen kann oder highlight-technisch. Da einfach immer ein bisschen schauen. Vielleicht fällt mir doch noch was ein, was man besser machen kann oder so. Ist am Ende immer gar nicht schlecht, einfach mal so Revue passieren lassen, das Ganze nochmal angucken. Oh, ich mach's doch noch. Sehr geil. Aber ich zoome nicht mehr ran. Sehr ungeil. Aber da haben wir jetzt... Ich muss jetzt mal kurz aufstehen und meinem richtigen Bild gucken, was ich Farben genommen habe. Okay, ich war faul. Ich habe noch das Ultramarinblau genommen. Und zwar nehme ich jetzt Ultramarinblau und mache damit den Rand und sprühe die Blase aber dann innen drin noch aus. Klar, es ist sinnlos, so würde die nicht aussehen. Das passt nicht. So eine blaue Blase ist ja transparent. Aber durch den weißen Hintergrund bleibt mir nichts anderes übrig. Deswegen nebel ich die jetzt innen dann auch leicht mit dem Ultramarinblau ein. Und dann anschließend gehe ich nochmal mit dem Weiß und mache nochmal so einen Lichtbogen wie bei der anderen Blase. Also Herangehensweise die gleiche, aber ja, einfach hier mit Farbe, damit wir die einfach sichtbar haben. Sonst macht das wenig Sinn, mit Weiß auf Weiß zu arbeiten. Das fällt dann nicht wirklich ins Gewicht. Genau, da machen wir nur noch ein paar Bläschen hin und dann sind wir nämlich auch schon mit dem geilen Bild fertig und haben auch das Tutorial-Serie hier durch. Ich habe schon gesehen, Tangai hat das Bild ja schon gemacht, was ich sehr, sehr geil finde. Er hat das mit seinem Level gemacht und so und das sieht richtig geil aus.
Habe ich auch bei Discord gepostet, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Hat der Junge wirklich sehr geil gemacht. Und er hat mir auch geschrieben, er schaut fleißig immer noch meine Videos, was ich sehr geil finde. Und Entschuldigung dafür. Schaut er eben fleißig die Videos an. Ist er immer noch fleißig am Airbrushen, was ich sehr, sehr cool finde. Also immer am Ball bleiben und er hat sich auch nochmal deutlich gebessert. Sieht man einfach gleich wieder, wie das Skill besser wird und so. Also ist sehr geil. Kann ich echt nur Chapeau sagen. Aber endlich mal einer, der mal so ein großes Bild nachmacht. Also so bei den ganzen anderen großen Tutorials hat sich bis jetzt noch groß keiner rangetraut, außer der Chaos-Nips. Der hat natürlich hier schon den Skull gemacht, was ich sehr geil finde. Biene hat, glaube ich, die Seifenblase gemacht. Das ist auch sehr geil. Ich glaube, die Schlange bin ich mir gerade aktuell gar nicht mehr sicher, ob die mal jemand nachgemacht hat oder nicht. Wüsste ich jetzt gar nicht. Aber ja. Doch das erste Mal, dass jemand den Hai gemacht hat. Sehr, sehr geil. Und da gehört natürlich auch ziemlicher Mut dazu, einfach mal sowas durchzuziehen und dann einfach mal zu probieren. Aber es hat sich, finde ich, gelohnt. Sehr. Wenn man so ein Projekt dann übt man auch viel. Man macht viel, man ist sehr dran und kann sich nebenher noch mein Gedöns dazu nebenher angucken. Und dann ist das doch eine runde Sache und hat ein bisschen Hilfestellung etc. Kann hier meiner charmanten, sexy Stimme lauschen. Jetzt dreht er wieder ab. Jetzt geht's wieder los. Nein. Genau. Ich fand's sehr, sehr geil. Mich freut es voll. Ich finde das Bild richtig klasse. Ist klasse geworden. Mich da mal selber zu loben. Ich find's voll geil, dass das bei Step Magazin rauskommt. Da freue ich mich auch nochmal richtig drüber. Es ist so richtig, richtig cool. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Dass ihr euch das schön fleißig angeguckt habt. Immer schön am Brushen bleiben. Immer schön am Üben bleiben. Wie gesagt, schaut gerne auf meine anderen Social Media Sachen rein. Instagram könnt ihr gerne mehr schauen, poste ich doch auch einiges. Meistens auch viel früher schon natürlich wie hier, weil ich die Sachen schon lange fertig habe. Habe so viel in der Pipeline. Schon vorproduzierte Sachen, die teilweise auch ein paar gar nicht bringen, weil ich einfach die Zeit nicht habe. Die könnt ihr aber bei Instagram sehen, da bin ich eigentlich recht aktiv. Und ja, bei Facebook bin ich immer so und da poste ich immer nur das, was ich bei Instagram gepostet habe. Aber da könnt ihr auch gerne reinschauen, alles unter demselben Namen natürlich. Und Discord natürlich auch, klar. Und da bin ich dann immer unterwegs. Auch bei Pinterest, da habe ich auch einfach mal die Sachen im Hochgeladen. Ich hatte da die Chromhand, die ging da so ab, dass ich da dann irgendwie eine Reichweite gekriegt habe mit dem Ding. Das war nicht mehr normal. Eine Zeit lang, glaube ich, über Pinterest irgendwie 40% Klicks auf YouTube gehabt über Pinterest, weil die Leute da wie bekloppt drauf geklickt haben. Also das ist schon ganz cool. Ja, aber wie gesagt, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da bin ich auch viel unterwegs. Könnt ihr mich gerne abonnieren. Seid ihr auf dem Laufenden. Ja, Instagram poste ich auch mal ganz gern privates Zeug in der Story. Das ist eigentlich immer ganz, ganz witzig. So, noch die letzten paar Handgriffe. Und ja, vielen Dank. Ihr wart wieder wie immer ein vorzügliches Publikum. So schön leise und genügsam. Also vielen Dank an euch. Ich freue mich schon auf euch im nächsten Tutorial. Und zwar wird das dann die Flames sein. Meine Variante der Flammen. Da bin ich schon, habe ich richtig Bock drauf. Das wird was richtig Geiles. Also freut euch schon mal da drauf, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, schaut gerne mal in meine Bibliothek der Videos rein. Jetzt sind es, glaube ich, schon bald über 100. Ja, viel Spaß mit meinen Videos und reingehauen. Ich mache jetzt hier nur noch so ein kleines bisschen was. Und dann endet das jetzt hier gleich sehr abrupt. Weil der Speicher, glaube ich, leer war. Also ab. Wie gesagt, viel Spaß mit meinen Videos. Schaut da gerne rein. Lasst mir ein Like, ein Abo und den ganzen Kladderadatsch da. Ihr kennt den Käse. Und dann viel Spaß beim Brushen.